Hast du auch manchmal das Gefühl, in Konflikten nicht voranzukommen? Oder findest du in Konflikten keinen richtigen Ausweg? Damit ist jetzt Schluss, denn ich zeige dir in diesem Video die 5 grundlegenden Konfliktlösungsmöglichkeiten sowie deren Vor- und Nachteile. Auch erkläre ich dir, in welchen Eskalationsstufen die Konfliktlösungsmöglichkeiten am besten funktionieren. Wenn du die Eskalationsstufen von Glasl noch nicht kennst, schau dir doch noch schnell das Video dazu an. Du findest es oben in der Infobox. Schauen wir uns nun die Konfliktlösungsmöglichkeiten im Detail an. Die erste Konfliktlösungsmöglichkeit heißt Flucht. Dies ist instinktiv das naheliegendste Verhaltensmuster. Man geht dem Konflikt aus dem Weg und wertet ihn ab. Der Vorteil ist neben der Einfachheit und dem raschen Entkommen, dass es keinen Verlierer gibt. Allerdings besteht jederzeit die Gefahr, dass der Konflikt wieder aufbricht und es gibt keine Lösung des Konflikts. Diese Konfliktlösungsmöglichkeit solltest du also nur in den letzten 3 Eskalationsstufen von Glasl anwenden. Die zweite Konfliktlösungsmöglichkeit ist der Kampf. Dieser kennt 2 Ergebnisse. Entweder wird der Konfliktpartner vernichtet oder man muss sich ihm unterwerfen. Dieser Prozess kann schnell durchlaufen werden und die Lösung ist meist von langer Dauer. Allerdings wird hierbei keine Vielfalt an Alternativen gefunden und Fehler sind nicht mehr korrigierbar. Auch diese Konfliktlösungsmöglichkeit fällt in die letzten Eskalationsstufen. Eine weitere Möglichkeit, Konflikte zu lösen, ist die Delegation. Hierbei wird die Entscheidung über den Ausgang des Konflikts an Dritte delegiert. Die Lösung des Konflikts wird also einer anderen Person zugeteilt oder zum Beispiel durch eine Münze dem Zufall überlassen. Das hat den Vorteil, dass der Konflikt unparteiisch und objektiv gelöst wird. Allerdings wird der Konflikt somit nicht wirklich behandelt und die Konfliktparteien entfremden sich durch die Einbindung von Außenstehenden. Ab der 3. Stufe Taten statt Worte ist dies eine angemessene Lösungsmöglichkeit. Die 4. Konfliktlösungsmöglichkeit ist der Kompromiss. Dieser findet sich oft in der Politik wieder, da jede Partei einen Teil ihrer Position aufgibt, um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Dabei wird eine Teileinigung erzielt. Der Vorteil ist, dass es hierbei zu einer gemeinsamen Einigung kommt, die auch Bestand hat. Allerdings sind die Teileinigungen nicht immer für beide Parteien komplett zufriedenstellend. Man spricht dann im Volksmund von faulen Kompromissen. Der Kompromiss eignet sich besonders für die erste und zweite Ebene in den Eskalationsstufen, sprich vom Aufkommen des Konflikts bis hin zu verbalen Drohungen. Kommen wir nun zur letzten Konfliktlösungsmöglichkeit, dem Konsens. Hierbei werden neue Lösungen gesucht, die beiden Konfliktparteien Rechnung tragen. Es können auch ganz andere Ergebnisse herauskommen als die anfänglichen Forderungen. Dies erfordert ein Loslassen der Positionen und ein starker Fokus auf die dahinterliegenden Interessen der Konfliktparteien. Daher erfordert die Konsensfindung Mut, Offenheit und auch mehr Zeit als die anderen Konfliktlösungsmöglichkeiten. Der Vorteil ist aber, dass eine Lösung gefunden wird, mit der beide Parteien komplett zufrieden sind und dass die persönliche Bindung zwischen den Konfliktparteien wächst. Der Konsens ist immer eine Win-Win-Situation und passt daher besonders gut in die erste Ebene der Eskalationsstufen. Ich hoffe, dass dir diese 5 Konfliktlösungsmöglichkeiten weiterhelfen und du bei Konflikten in Zukunft flexibler reagieren kannst. Auch hoffe ich, dass dir die Zuordnung zu den Eskalationsstufen eine gute Leitplanke bietet. Das Video zu den Eskalationsstufen findest du oben in der Infobox. Du hast Ideen, Anregungen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreib es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch ein Like da und abonniere meinen Kanal.